dann werde ich es auch im Triathlon umsetzen können. Die Schnelligkeit. Ja, logisch. Aber jetzt geht die für euch wieder nach oben. Du musst gar nicht mehr so durchdrehen. Man nennt alles um. Regen, 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 Regen. 10 Sekunden noch. Jetzt alles was geht, alles was geht. Alles. Ja, jetzt hast du lösen. Ich bin Felix Meyer, ich bin 16 Jahre alt und mache Triathlon im USC Kiel. Daneben bin ich noch Schüler am Gymnasium Altenholz, aber das ist eher so Nebensache, weil Triathlon nimmt sehr viel Zeit ein. Ja, dieses Jahr ist es mir eben gelungen, dass ich sowohl Landesmeister im Einzelzeitfahren als auch Landesmeister im Duathlon geworden bin, beides ja an einem Wochenende. Dazu haben wir hier schon die Serie gemacht. Und das Besondere ist jetzt eben, dass ich auch noch nach der dritten Medaille greifen kann, und zwar dem Landesmeistertitel im Triathlon. Die Landesmeisterschaften im Triathlon finden dieses Jahr für die Altersklasse Jugend A am 20. August in Bonn-Höveldt statt. Und deshalb heißt die Serie eben Mein Griff nach Medaille 3, weil das Ziel jetzt ist, dass ich auch den dritten Landesmeistertitel in diesem Jahr im Triathlon einfahren kann. Ja, und insgesamt habe ich jetzt 8 Wochen Zeit für die Vorbereitung. Also heute startet der Trainingsplan und bis zum 20. August sind es dann 8 Wochen. Das ist es. Ja, guten Morgen, Tag 1 meiner neuen Serie. Erstmal schön mit dem Ruhetag in den Trainingsvlog starten. Letzte Woche war nochmal Belastungswoche. Aber ich habe meinen neuen Trainingsplan auch noch gar nicht geschrieben, weil ich ein bisschen verpeilt aktuell bin. Ja, jetzt beginnt auch meine zweite Woche Praktikum, bedeutet, ich fange gleich um 10 Uhr an und arbeite dann bis 18 Uhr. Von da muss ich immer ein bisschen schauen, wie das trainingsmäßig so alles passt. Letzte Woche eben erste Woche Praktikum. Gestern war ich noch mit 2 anderen Praktikanten beim Kieler Woche Abschlussfest, beziehungsweise Abschlussfeuerwerk. Bedeutet, ich war um 1 zu Hause und hatte dann noch nicht so viel Schlaf diese Nacht, was trainingsmäßig wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall muss der Trainingsplan jetzt noch geschrieben werden. Aber die erste Trainingseinheit stand sowieso auf dem Plan, auch wenn sich das Ganze etwas spontan ergeben hat. Praktikum Woche 2, Tag 2. Aber ich wurde heute netterweise schon 1,5 Stunden früher losgelassen von der Arbeit nach Hause. Und konnte so dann noch zum Schwimmen, die 2 Stunden. Ja, Schwimmen war dann so semi-gut, also ich hatte keine Flossen mit, weil ich eh schon so viel wegen des Praktikums zu schwimmen hatte, und dann war es irgendwie auch ein bisschen demotivierend, als ich dann überhaupt keine Wasserlage bei den technischen Übungen hatten und alle mit Flossen geschwommen sind. Aber so ist das eben manchmal. Und zum anderen kommt dann noch dazu, dass ich heute auch echt wenig Kraft hatte. Also es ist einfach so, dass ich ein bisschen zu wenig gegessen habe über Tag und ein kleines Energiedefizit eben hatte. Und ja, das habe ich eben extrem gemerkt, dann, dass mir hinten raus die Kraft fehlte, und es war eh irgendwie zäh. Also ich war knapp an 2 Minuten Tempo dran beim Lockerschwimmen und war ein bisschen schwierig heute. Nächstes Mal mehr essen und dann wird das auch schon. Hoffen wir mal, dass es morgen besser wird. Meine größte Schwäche ist mit Sicherheit das Schwimmen. Ich war noch nie ein guter Schwimmer, ich war noch nie ein begeisterter Schwimmer. Also ich bin der typische Triathlet, dass ich extrem gern Rad fahre und laufe, aber Schwimmen kannst du in die Tonne kloppen. Ich glaube, das größte Problem ist bei mir mit dem Schwimmen, dass ich keine Lust habe, dahin zu fahren. Wenn ich laufen und Radfahren gehe, dann gehe ich hier los, dann laufe ich hier los, dann fahre ich hier los, direkt vor der Haustür, und zum Schwimmen musst du erstmal zur Halle kommen, der Angang, bla bla bla, nervt halt total. Und dementsprechend gehe ich nicht oft schwimmen und meine Form wird auch nicht besser. Ich bin kein guter Schwimmer, ich habe nicht mega Schwimmkörper, ich habe keine Technik, aber die wird auch nicht besser, wenn man nie schwimmen geht. Und ich habe keinen Bock, irgendwie schwimmen zu gehen.
Und ja, mein Durchschnittsschwimmen ist einmal die Woche. Tatsächlich war das Gefühl am Mittwoch, als ich 6x600 Meter Intervalle auf der Bahn gelaufen bin, dann schon viel besser. Genau wie am Donnerstag beim Dauerlauf sowie beim Intervalltraining auf der Rolle am Freitag. Am Samstag stand dann ein Koppeltraining auf dem Trainingsplan. Ich komme jetzt gerade vom Koppellauf wieder im Regen. Nach 3 Wochen hat es endlich mal wieder geregnet. Aber beim Laufen macht das nichts, vor allem wenn man eh schon verschwitzt von der Rolle ist. Vorher bin ich 4x5 Minuten Intervalle auf der Rolle gefahren und insgesamt 2 Stunden. Also danach noch einen schönen Grundlagenblock, glaube ich, 1 Stunde rangehängt. Und dann eben der Koppellauf und es lief unfassbar geschmeidig. Ich hatte eine Insgesamt-Pace von 4,34, 9,8 Kilometer in 45 Minuten. Also es war richtig gut und das alles im Dauerlaufbereich und vor allem nach den letzten Wettkämpfen jetzt auf die Ästhetik des Laufstils geachtet, dass das nach dem Radfahren noch gut ist. Ja, und dann folgt morgen ein Grundlagentraining. Doch bevor es wieder anstrengend wird, geht es heute erstmal auf die Couch und gemütlich den Grand Depart im Baskenland gucken. Ja, und was machst du da vorne? Statistik, immer Statistik. Wer gewinnt denn dieses Jahr die Tour de France? Wer ist dein Favorit? Wer macht's? Pogačar oder Vingegaard? Pogi. Pogi ist deine Prognose, ich sage auch Pogi. Ich glaube, wenn er jetzt rausgeht, dann greift Pogi an. Da hinten ist schon wieder Yates. Oh, Holländer, guck dir mal die Holländer hier an. Sind das Holländer oder Basken? Basken haben auch immer Orange, ne? Was ist da denn los? Da kann auch kein Van Aert, kein Van der Poel mitgehen. Ach so, ich dachte, wir waren in der Verfolgung. Also nein. Doch. Das sind rein. Jetzt wieder sind. Ja, wann war das denn? Oh, wie geil wäre das denn? Hast du das mitgekriegt? Nee, ich habe nicht gesehen. Also die muss die Gruppe jetzt zusammengeschlossen sein, dann müssen die beiden weggefahren sein. Wer die Tour de France letztendlich gewinnen wird, das sehen wir in 3 Wochen, wenn die Fahrer über den Champs-Élysées rollen. Doch für mich geht es jetzt erstmal aufs Rennrad. 5 Stunden stehen auf dem Programm. Erstmal die GoPro schnappen. Ja, guten Morgen. Heute steht eben Grundlage auf dem Programm. Eigentlich sollte es rausgehen. Jetzt haben wir, wenn man einmal rausguckt, richtigen schleswig-holsteinischen Sommer. Noch regnet es nicht. Eben hat schon geschauert, die Straßen sind nass und ja, da ist das Rad ein bisschen zu gut für, als jetzt 4 Stunden durch den Regen zu fahren und deshalb geht's mal auf die Rolle. 4 Stunden lang mindestens. Ach. Heute gibt es wie vor jeder Grundlagenfahrt Porridge mit ordentlich Beeren. Danke an Mama dafür. Und jetzt 4 Stunden Grundlage fahren. Auf der Rolle, auf Swift. Ich muss mal gucken, was für eine Strecke ich mir raussuche. Am besten gleich irgendwas mit ordentlichen Anstiegen. Dann ist es auch nicht so langweilig, wenn man ein bisschen Abwechslung hat und so man 7 Kilometer lang Anstieg oder so hochfahren darf. Passend zum Sommerurlaub schon mal. Ja, und dann wollen wir einfach mal schauen, wie es so wird. So 6:20 Uhr. Hat jetzt mit Aufbau und allem doch noch ein bisschen länger als gedacht gedauert. Aber jetzt sitze ich auf der Rolle. Habe mir eine 107 Kilometer lange Strecke mit guten 1600 Höhenmetern ausgesucht, den Uber Pretzel. Es könnte hart werden heute. So, die ersten 20 Sekunden sind aber auch schon um. Bedeutet, jetzt haben wir nur noch 3 Stunden, 59 Minuten und jetzt genau 32 Sekunden. Das größte Problem in diesem Trainingsplan ist, dass ich ein Sozialpraktikum habe, was 3 Wochen dauert. Da habe ich Arbeitszeiten von 10 bis 18 Uhr. Bedeutet, es ist extrem schwer, das Training irgendwie drumherum zu planen. Ich muss alles immer vormachen, habe da aber auch nur ein Zeitfenster von eben 2 Stunden und lange Grundlage muss ich am Wochenende fahren. Und was auch noch dazu kommt, ist eben dieser angesprochene FTP- und Lauftest.
den ich in der Woche nicht machen kann, weil die Zeitfenster zu kurz sind. Am Wochenende muss ich Grundlage fahren, bedeutet, ich kann am Anfang jetzt keinen FDP- und Lauftest machen, obwohl das total wichtig wäre und weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch einkriege, um die Form zu bestimmen. Ja, und das Sozialpraktikum ist da eben eine große Barriere. 19,9 Kilometer in 45 Minuten. Was für ein Schnitt ist das? Keine Ahnung, zeigt Swift hier nicht an. In dem Fall jetzt erstmal den Berg hochfahren. Rolle schon ein bisschen öder als draußen. Ich drück dich in die Tonne. Oh du Scheißteil, Mensch. Da ist überhaupt keine Feuchtigkeit mehr drauf. Du musst gar nicht mehr so durchdrehen. Man nennt alles um. Man nennt jedes Gerät um. Der Schnee ist gesperrt. Kann gar nicht gesperrt sein. Oh Mann. Ich schmeiß dich in den Müll. Jetzt geht das Licht wieder an. Mann. Mann, ich... Eigentlich macht Spaß, dadurch, dass es nicht ERG-Modus ist, man nicht so die ganze Zeit am Level fährt, sondern halt auch mal ein paar Anstiege hat, ein paar Höhenmeter, dann wieder ein bisschen mal rollen lassen kann, ist fast wie draußen kann. Einzige, was jetzt ein bisschen weh tut, ist das hier, mein Gesäß. Und sonst ist halt Rolle fahren, ein bisschen 3 Fragezeichen hören und warten, dass die 3 Stunden vorbeigehen. Ist die 250 Meter Marke, jetzt sind noch 220 Meter zu fahren. Hier gehen wir nochmal aus dem Sattel, 150 Meter. Er positioniert sich vorne, bereit für den Zielsprint und kommt die Attacke und da fährt er. Noch 50 Meter, 40, da ist er ganz vorne und da ist die Etappe abgeschlossen. Und da ist er auch im neuen Level. Okay, meine Kommentierfähigkeiten sind gerade nicht mehr die besten. Liegt vielleicht daran, dass ich seit 3 Stunden 54 Rolle fahre. Ich bin sowas von durch. Was ich jetzt erstmal mache, ist wahrscheinlich nicht die beste Sportlernahrung. Aber ich freue mich seit 10 Minuten darauf. Und die breche ich mir jetzt an und dann ist morgen Ruhetag und am Dienstag geht's dann weiter. Womit weiß ich glücklicherweise noch nicht. Das muss ich erstmal auf dem Trainingsplan nachgucken. Aber jetzt erstmal irgendwie gleich stärken und dann bin ich auch erstmal durch für heute. Nachdem diese vor allem mental sehr harte Einheit überstanden war, folgte dann erstmal ein dringend benötigter Ruhetag. Am Dienstag musste das Schwimmtraining leider einem Mobi während meines Praktikums weichen. Dafür durfte ich 1 Stunde locker laufen. Am Mittwoch war dann ab Nachmittag Orkan und morgens regnete es schon ordentlich. Regen. Und beim Laufen kann ich es nicht so einfach umgehen, weil ein Laufband habe ich nicht. Und heute stehen Intervalle auf dem Plan. 4 mal 600 Meter plus 2 mal 800 Meter. Und Intervalle bedeutet auch immer Lauf-ABC im Regen. Und ich habe leider heute keinen Kameramann dabei, bedeutet, ich kann nichts für euch filmen von meinem gequälten Gesicht. Aber ich werde trotzdem Spaß haben im Regen. Oh, es ist jetzt schon kalt auf der nassen Haut. Auf der Haut, die nassen Regentropfen. Boah, los geht's. Exeprella. Niehub. Und jeden anfährst. So, Lauf-ABC ist abgeschlossen und jetzt kommt der Intervallteil, der Hauptteil. Die Brille ist heute auch richtig für den Arsch, also dadurch siehst du eigentlich gar nichts mehr. Kann ich auch gleich oben drauf stecken, weil beim Laufen stolper ich dann eher über diese wunderschöne Tatanbahn hier. Ja, richtig motiviert, man sieht es gar nicht so auf dem Video vielleicht. Aber es regnet ununterbrochen, meine Haare sind schon klitschnass.
Aber genau die Einheiten machen ja bekanntlich am härtesten. An die erinnert man sich dann auch am Wettkampf, wenn es am meisten wehtut. Und deshalb wollen wir starten. So, fertig. Auslaufen ist auch vorbei. Eigentlich bin ich extra Asphalt gelaufen, weil die Schuhe so schön sauer waren von dem Regen. Und dann beim Überqueren der Straße war da genau wie hier so eine Kante, aber halt matschig, die ich nicht gesehen habe. Tja, und das Ergebnis ist das hier. Schön einmal weggerutscht, auf der Seite gelegen. Mein ganzer Arm ist auch schmutzig. Oh, Regen ist super. Und das klebt hier richtig schön am Körper, man sieht es ein bisschen. Naja, ich glaube, nächste Einheit ist auf der Rolle, von daher. Zum Glück standen jetzt nur noch ein paar lockere Einheiten auf dem Programm. Denn nach langem Überlegen haben wir beschlossen, doch noch einen FTP-Test durchzuführen. Jetzt machen wir heute den FTP-Test, 20 Minuten. Mal schauen, was geht. Ich hoffe, dass ich über 300 Watt komme. 300 bis 310 Watt. Wir haben jetzt den offiziellen Swift FTP-Test ausgewählt. 20 Minuten aufwärmen, dann so eine halbe Stunde irgendwie immer kleine Antritte wieder, dann nochmal 5 Minuten mit 320 Watt, warum auch immer. Dann nochmal irgendwie locker und dann lässt den FTP-Test. Jetzt erstmal lange aufwärmen. Ja, die Leistungsfähigkeit ist immer natürlich das größte Problem. Ich weiß aktuell überhaupt nicht, wo ich stehe. Sowohl beim Radfahren weiß ich nicht, wie hoch der FTP ist. Beim Laufen weiß ich auch nicht, wie gut ich bin. Weil man dann vor der Aufgabe ist, sich einen Trainingsplan zu schreiben, ist es eben total schwierig zu gucken, ja, wie stark bin ich auf dem Rad, wie stark bin ich beim Laufen. Ich hatte jetzt einige Landesliga-Wettkämpfe. Aber das ist eben ein Zusammenspiel aus 3 Sportarten, das ist nicht alleine, da kannst du ein bisschen was draus ablesen, aber nicht im Großen und Ganzen. Deshalb wäre es halt wichtig, einen FTP-Test, einen Lauftest zu machen, um zu gucken, wo ich stehe und daran dann das Training anzupassen. Ich weiß nicht, was Swift damit erreichen will, dass sie einen immer irgendwie diese Blöcke fahren lassen. Bei 5 Minuten mit 320 Watt. Meine Erwartungen sind irgendwie so 300 bis 310 Watt. Immer noch 310 Watt am Ende? 210. 210, ja. Was glaubst du denn, was ich fahren kann? Ich sag 310 bis 320. 320, jo. Warte ab. Wovon kommst du nachts? Na gut, du hattest aber 270 Watt oder so. letztes Jahr in Topform hattest du einen 297er, hast du mir erzählt, ja, ungefähr. Und dieses Jahr bist du ja deutlich fitter, das musst du ja dazu sagen. Dann sag ich 325 oder 324. Minute 30 noch. Komm, eine Minute noch, eine Minute noch. Das Loch lässt du, komm! 30 Sekunden noch. Komm, alles was geht. Komm, 10 Sekunden noch. Jetzt alles was geht, alles was geht. Alles. Ah, jetzt hast du gut geschossen. Wunderbar. Sauber, Dankeschön. Jetzt haben Sie. Scheiße, wie? Das ist Schwachsinn von Swim. Nein, aber ich kann doch nicht 215 Watt treten. Das ist so hohl. Ein scheiß Programm. FTP ist vorbei, 327 Watt über 20 Minuten.
Swift sagt mit der Formel über eine Stunde, wären das 312 Watt. Also eigentlich hatte ich die 310 bis 320 über 20 Minuten getippt. Also deutlich besser, als ich vorher gedacht hätte. Und bei dem Training in den letzten Wochen hätte ich das wirklich nicht erwartet. Und nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim Laufen wurde getestet, wie die aktuelle Form so ist. Und das war ähnlich hart wie der FDP-Test. Willkommen auf dem Sportplatz in Altenholz. Nach dem FDP-Test am Sonntag folgt heute nun auch der Lauftest. Ich guck mal, was ich so über 3 Kilometer aktuell imstande bin zu leisten. Dazu sind wir hier auf meinem Heimatplatz in Altenholz auf der wunderschönen 400 Meter Runde. Leute sind hier nicht so viele da, also die Stimmung ist nicht ganz so gut wie heute an der Bergankunft bei der Tour de France. Col de Colombier. Am Col de Colombier, aber die können wir uns ja auch künstlich machen, wenn ich einmal schnipse. Ja, das klingt doch schon viel besser, sehr gut. Und ich mache jetzt einfach mal Lauf-ABC und dann würde ich auch schon sagen, kann ich die 3 Kilometer laufen. Welche Zeit läufst du denn? Also unter 10 hoffe ich schon. Auf jeden Fall fühle ich mich in meinem Outfit auch richtig cool und richtig schnell. Na cool nicht, aber schnell wirst du schon sein. Ein 16 die ersten 400. 945, 946, 945. Also langsam kommt die Form und wenn dann langsam wieder die Ausdauer kommt, dann werde ich es auch im Triathlon umsetzen können. Die Schnelligkeit. Ja, logisch. Aber jetzt geht die Form echt wieder nach oben. 9,45, 3,15 ist ganz in Ordnung. Also bin noch nicht ganz bei der Form, bei der ich gern wäre. Ich glaube, eine 9,15 ist dieses Jahr eigentlich mindestens drin, aber ein bisschen trainieren anständig und dann wird das. Ich bin natürlich total zufrieden, dass wir jetzt FDP und Lauftest doch noch in den Plan unterbekommen haben, auch wenn der Plan jetzt seit 3 Wochen läuft, aber manchmal ist das eben so, dass es nicht vermeidbar ist. Und mit den Ergebnissen bin ich insgesamt auch total zufrieden. Also mit 312 Watt FDP hätte ich vorher niemals gerechnet, 327 Watt sogar über die 20 Minuten. Das geht in die Richtung, also so stark war ich insgesamt noch nie in meinem Leben. Und so muss es natürlich auch sein, weil ich noch in einem Alter bin, wo es von Jahr zu Jahr mehr wird. Und beim Laufen sieht das ähnlich aus. Also letztes Jahr bin ich das erste Mal unter 10 Minuten gelaufen. Von da dachte ich jetzt, okay, 10 Minuten wäre schon richtig gut. Jetzt steht da eine 9,45. Ich glaube, letztes Mal war es eine 9,47, also ein neuer persönlicher Rekord. Ebenfalls in meinem Leben. Also das ist ein recht hoher Sockel, auf dem wir jetzt hoffentlich noch einen drüber setzen können. Ich habe noch 5 Wochen Vorbereitungszeit, wenn ich es jetzt nicht übertreibe. Ich glaube, ich könnte die Landesmeisterschaft ganz gut werden. Im nächsten Teil seht ihr, wie ich unseren Sommerurlaub zum Trainingslager mache und wie schwer es manchmal ist, konsequentes Training und Spaß in den Alpen unter einen Hut zu bekommen. Wenn ihr nun sehen wollt, wie ich das probiere hinzubekommen, abonniert doch den Kanal. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Dui dui!